Die Fahrt hierher war eine Katastrophe. Also hier reinzukommen war schon mal eine kleine, schwere Geburt. Leider scheint es da keinen Fußweg hoch zu geben. Das war ja wohl nichts. Auch nicht. Das ist echt ein bisschen spooky. Eigentlich sollte das in der Richtung sein, aber da komme ich nicht rüber. Okay, jetzt werde ich gerade da hinten hingerufen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, das ist das, wo ich hin wollte. Die Normandie hat weit mehr zu bieten als nur die touristischen Highlights ihrer berühmten Küste. Auf dieser Reise folge ich den kleinen Straßen durch endlose Wälder und weite Landschaften. Ich entdecke alte Abteien und Burgruinen, stoße auf vergessene Viadukte und Orte, an denen sich Geschichte und Legenden miteinander verbinden. Und je weiter ich mich von den bekannten Sehenswürdigkeiten entferne, desto mehr habe ich das Gefühl, die eigentliche Normandie zu entdecken. Ich habe mein erstes Ziel erreicht. Das Ganze nennt sich hier Martigny. Martigny wird der Ort sein hier. Und das, was ich hier jetzt mir angucken möchte, das nennt sich Festival Photo Martigny. Und das ist eine Open-Air-Fotoausstellung. Ich sehe hier schon vereinzelt ein paar Fotos stehen. Und offensichtlich gibt es hier einen Rundgang, wenn ich das richtig sehe. Diese Ausstellung findet das ganze Jahr, nicht das ganze Jahr statt. Das stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, über die Saison findet das statt. Von April bis September, Oktober oder sowas. Bin ich nicht ganz sicher. Das sagt euch aber Sascha gleich nochmal. Warte. Die Ausstellung findet nur in den Sommermonaten statt. Und geht in diesem Jahr vom 13. Juni bis zum 30. August. Vielen Dank. Ja, also das werden wir uns jetzt angucken und ich nehme euch natürlich mit. Das Besondere am Festival Photo Martigny ist, dass die Ausstellung unter freiem Himmel stattfindet. Die großformatigen Fotografien sind auf insgesamt 5 Hektar verteilt. Jeder Künstler hat seinen eigenen Bereich für die Präsentation seiner Bilder. Und die Themen könnten unterschiedlicher nicht sein. Hier geht es um Natur, die Tierwelt, um Menschen und ihre Geschichten, gesellschaftliche Themen oder historische Ereignisse. Die Fotografen stellen sich in ihrem jeweiligen Bereich auf Informationstafeln vor. Und unter den Bildern selbst finden sich in den meisten Fällen ebenfalls Titel und Erklärung der Fotografie. Auf Französisch und Englisch. Also bei den ersten Fotos vorne dachte ich ja noch, naja, also das geht auch anders. Aber ziemlich schnell werden die Fotos dann auch ziemlich gut. Natürlich ist jetzt nicht alles mein Stil. Es sind unheimlich viele unterschiedliche Stile hier. Motive, also ich bin jetzt hier gerade bei Löwen, wie ihr seht. Und da vorne ging es um Bäume, dann ging es um Rapper, so Streetlife, Street Photography. Aber das ist schon echt toll gemacht. Und diese Location hier, passt alles, es passt. Es ist richtig, richtig schön gemacht. Das Festival Photo Martigny gibt es schon seit 2018. In den Anfängen noch in der ehemaligen Schule des kleinen Ortes präsentiert, ist daraus heute diese Open-Air-Ausstellung gewachsen. Die Initiatoren möchten mit dieser Idee die Fotografie aus den klassischen Ausstellungsräumen herausholen, um sie den Menschen näher zu bringen. Und das Konzept geht auf. Mittlerweile zeigt die Veranstaltung Werke von Fotografen aus aller Welt und lockte im vergangenen Jahr 14.000 Besucher hierher. Für ein kleines Dorf in der Normandie ist das schon eine ziemliche Hausnummer. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich möchte nicht sagen, wieder erwarten, aber dass es jetzt so cool ist, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und das ist auch nicht so, dass man hier einfach irgendwie über einen Platz geht und sich ein paar Bilder anguckt und dann in 10 Minuten durch ist, sondern es ist ein richtig schöner Rundgang. Und ich war jetzt locker eine Stunde hier unterwegs, würde ich mal sagen. Und jetzt kommt hier auch langsam so ein bisschen Bewegung in die Bude. Der Parkplatz füllt sich langsam. Vielleicht gibt es hier auch eine Veranstaltung oder sowas, keine Ahnung. Hier vorne hat jetzt auch so ein Kassenhäuschen noch geöffnet. Ich weiß aber nicht, was die kassieren. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass das kostenfrei ist. Aber auch das kriege ich noch raus. Und das wird Sascha euch dann auch gleich im Voice-Over noch erzählen. Ja, also für mich geht's jetzt weiter. Close to violet on a Sunday.
Der Besuch der Ausstellung ist tatsächlich kostenlos und auf jeden Fall einen Zwischenstopp wert, wenn man in dieser Gegend unterwegs ist. Von Martigny aus fahre ich weiter in Richtung meines nächsten Ziels, das nur eine knappe halbe Autostunde von hier entfernt liegt. Die Straßen ziehen sich endlos durch die weiten Felder. Überall wird gerade die Ernte eingeholt. Deshalb muss man auf diesen Strecken, abseits der Autobahnen, schon mal mit Landmaschinen rechnen, die einem hier entgegenkommen. Je näher ich meinem Ziel komme, desto bewaldeter wird die Gegend wieder. Ich bewege mich hier durch den Forêt de Lyon, einen der größten zusammenhängenden Buchenwälder Frankreichs. Und kurze Zeit später erreiche ich die Abbaye Mortemer. Der untere Parkplatz der Abtei ist für Busse gesperrt. Deshalb stelle ich mein Womo vorsichtshalber auf einem der freien Plätze im oberen Bereich, direkt an der Straße ab. Der Zugang zur Abtei gestaltet sich zunächst etwas, sagen wir, nicht ganz eindeutig. Also hier reinzukommen war schon mal eine kleine, schwere Geburt. Sitzt niemand an der Kasse und dann ging es über so eine Gegensprechanlage auf Französisch. Ich spreche natürlich ich spreche schon ein bisschen Französisch, aber nicht gut genug, um über so ein Gerät zu kommunizieren. Aber es war dann klar, es ging so ein bisschen auf Fränglisch, dass man sich das Ticket da irgendwie selbst ziehen muss. Und ich bin ja drin. Und jetzt gucke ich mich hier um. Okay, jetzt werde ich gerade da hinten hingerufen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich werde freundlich zum Eingang der Abtei gerufen, denn hier beginnt der Rundgang durch die Räumlichkeiten. In den historisch möblierten Zimmern geht es um die Geschichten und Legenden, die sich um Mortemer ranken. Die Abtei gilt als einer der Orte in Frankreich mit besonders vielen Spukgeschichten. Da geht es um eine weiße Dame, um geheimnisvolle Mönche und andere Legenden. Vom Erdgeschoss geht es noch eine Etage tiefer in die Kellerräume des Gebäudes. Hier wird die Geschichte auf Knopfdruck auch mit kleinen Animationen vermittelt. Eine nette Idee. Gut, das ist jetzt nicht so meins. Ja, reingemusst hätte ich da jetzt nicht unbedingt. Aber wer das mag, also der sollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Das ist wirklich nett gemacht da drin. Stehen halt eine Menge alte Sachen rum. Und es riecht auch ein bisschen muffelig. Also man wird sofort in die Zeit zurückversetzt, sobald man einen Raum da drin betritt. Mich faszinieren ja solche alten Gebäude, solche alten Gemäuer. Aber ich gucke mir die lieber von draußen an. Die Abtei Mortemer wurde im 12. Jahrhundert gegründet und war eines der bedeutendsten Zisterzienserklöster der Normandie. Über Jahrhunderte lebten hier Mönche, bis die Abtei während der Französischen Revolution aufgelöst und anschließend teilweise abgerissen wurde. Aber es braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, wie groß und bedeutend dieser Ort einmal gewesen sein muss. Wenn ich keine Angst habe, dann klatsche ich in die Hände. Sehr schön und nett gemacht, auch hier mit diesen mittelalterlichen Spielen, das ist auch toll. Und es ist faszinierend, wie wenig das Ganze hier tatsächlich auf Tourismus ausgelegt ist, also zumindest auf internationalen Tourismus, sage ich jetzt mal. Es gibt hier zwar auch so Schilder an den einzelnen Stationen, die durchnummeriert sind, aber die sind alle auf Französisch. Also tatsächlich machen hier wohl offensichtlich hauptsächlich die Franzosen selbst Urlaub. Das trifft nicht auf alle Beschilderungen hier zu. Zu den meisten gibt es neben der französischen Beschreibung zumindest auch eine englischsprachige Übersetzung. Es fällt auf, dass es in der Normandie ungewöhnlich viele Burgen, Klöster und andere historische Stätten gibt. Sie war über Jahrhunderte ein wichtiger strategischer Raum zwischen Frankreich und England und wurde immer wieder zum Schauplatz von Konflikten und Machtkämpfen. Die zahlreichen Klöster und Abteien wurden zum großen Teil bereits im Mittelalter gegründet und viele dieser Orte haben die Jahrhunderte zumindest teilweise überdauert. Mein Weg führt mich zur nächsten historischen Anlage, zum Château de Roubert-le-Diable. Und der Name ist Programm. Schon die Anfahrt stellt sich für ein Fahrzeug meiner Größe als diabolisch dar. Boah, die Fahrt hierher war eine Katastrophe, ne? Ich kann ja eine Menge ab, aber hier ist alles auf 3,5 Tonnen begrenzt. Da habe ich mir eine Alternativroute vorschlagen lassen. Natürlich bin dann irgendwann mitten in der Stadt im Stau gelandet. Und jetzt dann endgültig hier. Und da oben
geht's morgen hin. Heute nicht mehr. Ich stehe jetzt hier auf diesem Parkplatz hier unten. Da oben ist auch alles auf 3,5 Tonnen begrenzt. Ich sollte mir vielleicht doch mal ein Navigationsgerät oder eine Navigations-App zulegen, wo man auch die Größe des Fahrzeugs eingeben kann. Wenn ihr einen Tipp habt, ja, immer raus damit. Heute mache ich nichts mehr, außer noch was essen und dann ist Feierabend. Morgen geht's da hoch. Dann wollen wir mal. Ich weiß jetzt schon, wenn ich da oben angekommen bin, dann bin ich völlig am Ende. Seit ich mit meinem E-Bike zunehmend unterwegs bin, habe ich noch weniger Konditionen als sowieso schon. Ja, aber heute stellen wir sie mal ein bisschen auf die Probe. Und ich habe natürlich auch meine Drohne wieder dabei. Allerdings glaube ich nicht, dass ich die da oben fliegen lassen kann. Aber anschließend werden wir auf jeden Fall nochmal in die andere Richtung fahren, dann mit dem E-Bike. Und da kann ich sie sicherlich mal fliegen lassen. Der Weg zur Burg führt mich langsam, aber stetig nach oben. Außer einem Turm ist von der Burg vom Tal aus nicht viel zu sehen. Und ich bin gespannt, was mich da oben wohl erwartet. Leider scheint es da keinen Fußweg hochzugeben. Geht hier die ganze Zeit an der Straße lang, aber zumindest ist hier sehr, sehr wenig Verkehr. Bisher ist noch nicht ein einziges Auto vorbeigekommen. Aber den Fußweg scheint es ja doch zu geben. Ja, gehen wir nachher runter. Das war jetzt wieder erwarten doch halb so schlimm. Da habe ich mir schlimmer vorgestellt. Und das lohnt sich ja jetzt echt schon mal. Also das hier ja schon. Ja, ich hoffe, ich komme da noch rein. Das war ja wohl nichts. Ich habe die Info, dass man hier sich frei bewegen kann. Kann ich auch hier jetzt jedenfalls, außerhalb des Geländes. Aber hier ist auch schon schön anzusehen. Mal gucken, ob wir da doch noch reinkommen. Alors c'est gratuit. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Parfait. Et il y a une troupe de comédiens et de Ouais. cascadeurs qui jouent à partir de 14h. À 14 Mais heures. donc c'est gratuit et vous pouvez faire le tour sans Parfait. problème. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Ah aussi. Die freundliche Dame hat mir gerade mitgeteilt, dass das hier um 14 Uhr erst losgeht. Um 14 Uhr kann man da rein. Es ist auch gratis, kostenlos. Und es gibt sogar irgendwie so ein Programm mit Feuerspucken oder sowas. Solange ich das nicht selbst machen muss. Also, ich werde jetzt wieder runtergehen und dann machen wir jetzt erstmal unseren anderen Ausflug und kommen dann heute Nachmittag nochmal wieder her. Ich nehme den Fußweg abseits der Straße zurück ins Tal, schnapp mir mein Bike, gebe mein Ziel ins Navi ein und folge den Anweisungen. Es zeigt sich, dass mein Weg mich nicht wie erwartet in die andere Richtung führt, sondern wieder denselben Berg rauf, den ich gerade runtergekommen bin. Und so treffe ich nach ein paar Minuten Fahrt eine alte Bekannte wieder. Gute Planung ist eben alles. Ich bin trotzdem froh, mein Bike geholt zu haben, denn von hier aus wäre es doch noch ein ganz schöner Marsch gewesen. Ziel meiner Fahrt sind 2 Viadukte, die hier mitten im Wald stehen und nur einen Steinwurf voneinander entfernt liegen. Ja, das ist das, wo ich hin wollte. Wie geplant kommt hier auch meine Drohne zum Einsatz. Der Follow-Mode hat es mir irgendwie angetan. Und selbst hier auf diesen schmalen Pfaden folgt sie mir zufällig. Okay, kann passieren. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal ein paar Worte über meinen Verfolger hier zu verlieren. Die Hover Air X1 Pro. Ich bin niemand, der gerne mit einer Drohne fliegt. Deshalb sind in den allermeisten meiner Videos auch gar keine Drohnenaufnahmen zu sehen. Ich habe zwar eine im Auto liegen, aber das Handling, das Verbinden mit dem Smartphone, das Fliegen selbst, das ist mir eigentlich alles viel zu viel Rumgedöns für eine kurze Aufnahme. Ich mag kleines, einfaches Besteck, wenn ich unterwegs bin. Deshalb mache ich die meisten meiner Aufnahmen unterwegs auch tatsächlich mit meinem Smartphone oder mit meiner Actioncam. Die nehme ich aus der Tasche, drücke auf den Knopf und dann geht's auch schon direkt los. Und genauso ist das auch mit diesem kleinen Teil hier. Das wiegt nur 192 Gramm, lässt sich super schnell auseinander und auch wieder zusammenklappen. Und für die Bedienung gibt es einen einzigen zentralen Knopf. Für die Auswahl der Flugprogramme gibt es noch 2 Taster und das war's dann auch schon. Man kann sie auch manuell über die App steuern
Oder, wenn es vom Handling her ein bisschen filigraner sein darf, auch über zusätzlich erhältliches Zubehör. Aber das ist mir persönlich schon viel zu viel Aufwand. Ich will gar nicht erst überhaupt irgendwas verbinden oder auspacken müssen. Und hier wähle ich das Programm aus, drücke auf den Knopf, die Drohne startet und landet aus der Hand und startet und beendet auch die Aufnahme automatisch. Ich muss mich hier eigentlich um überhaupt nichts mehr kümmern, außer vielleicht auf den Knopf zu drücken. Es gibt 10 Programme, aus denen man auswählen kann. Follow, 360 Grad, Zoom Out, Dolly und. Alles, was man braucht. Und über die App kann man Flugdauer, Höhe, Geschwindigkeit und je nach Programm auch andere Parameter sogar noch individuell anpassen, wenn man möchte. Und die Aufnahmequalität ist auch super. Diese Version hier macht 4K. Es gibt sie aber auch in einer 8K-Version sogar. Wenn ihr die auch haben wollt, könnte ich gut verstehen und schnell seid, dann könnt ihr euch mit meinem Rabattcode Sascha beim Kauf noch 25 € sichern. Gilt aber nur für 4 Wochen. Wenn ihr es wie ich unkompliziert, klein und handlich mögt, dann kann ich euch die Hover RX1 Pro wirklich ans Herz legen. Die ist wie ein kleiner Kameramann, den man einfach irgendwo abstellt und machen lässt. Und den ich jetzt neuerdings immer in der Tasche mit dabei habe, weil er einfach nicht viel rumquatscht, so gut wie keinen Platz wegnimmt und fast nichts wiegt. Und jetzt gucken wir uns die Viadukte an. Die beiden Viadukte, von denen zumindest eins noch zu Fuß überquert werden kann, wurden im 19. Jahrhundert errichtet. Sie haben zwar ihre ursprüngliche Funktion verloren, sind aber als beeindruckendes Zeugnis vergangener Eisenbahngeschichte bis heute erhalten geblieben. Heute führen die Eisenbahnschienen unter ihnen hindurch. Das ist echt spooky, wenn hier die Eisenbahnen kommen, dann tuten die einmal und dann hallt das hier durch den Wald. Das ist echt ein bisschen spooky. Und jetzt ist auch gleich 2, glaube ich. Und jetzt werde ich dann nochmal zurückfahren zu dieser Burg. Wenig später stehe ich also wieder vor den historischen Mauern des Château de Robert-le-Diable. Die Burg wurde vermutlich im 11. Jahrhundert errichtet und liegt strategisch auf einem Höhenzug über dem Seine-Tal. Die Burg ist heute allerdings nur noch als Ruine erhalten. Im Sommer wird die Anlage mit regelmäßigen Veranstaltungen wieder zum Leben erweckt. Während meines Aufenthalts unterhält die Kompanie Les Cascous Baratineurs die Besucher. Schauspielerisch stellt die Gruppe das mittelalterliche Leben auf der Burg mehrmals täglich in humorvollen Aufführungen dar. Das Programm richtet sich vor allem an Familien und jüngere Besucher. Und auch der mittelalterliche Parcours im Inneren der Ruine ist vor allem auf die Kleinsten ausgerichtet. Der Eintritt zur Burg und auch die Aufführungen sind kostenlos. Gegen Abend fahre ich weiter zu meinem nächsten Ziel. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr blinkt man hier übrigens anders als in Deutschland links, wenn man nicht gleich wieder die erste Ausfahrt nehmen möchte. Erst bei Erreichen der gewünschten Ausfahrt wird wie bei uns auch rechts geblinkt. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, ist das eine richtig gute Sache, weil man sofort beim Einfahren sieht, wer gleich wieder rausfährt und wer noch im Kreisel bleibt. Es hat mich mal wieder in eine Burgruine verschlagen, beziehungsweise in diesem Fall ist es ein Kloster. Das Abbaye de Saint-Évroul. Wenn ich das jetzt richtig zusammengekriegt habe, ja, heißt es. Die Abtei Saint-Évroul wurde im 19. Jahrhundert gegründet und entwickelte sich zu einem bedeutenden religiösen Zentrum in der Normandie. Im Mittelalter lebten hier zeitweise mehrere hundert Mönche. Die Abtei hatte großen Einfluss und besaß viele Ländereien. Auch dieses Kloster wurde während der Französischen Revolution aufgelöst und die Gebäude anschließend teilweise abgetragen. Heute sind vor allem die Ruinen der ehemaligen Abteikirche erhalten. Ich habe ja auf dieser Reise schon einige Ruinen besucht und bin echt erstaunt, wie viele Burgruinen, in diesem Falle ist es eine Abtei, es hier gibt in der Normandie. Und ja, ich habe keine Ahnung, warum diese alten Gemäuer mich so begeistern, aber irgendwie fasziniert mich das. Die Geschichte dahinter finde ich auch immer ganz interessant. Ist jetzt aber nicht so, dass ich vor den Tafeln stehe und mir das bis ins Detail durchlese. Irgendwie sauge ich so mehr diese Atmosphäre in mich auf. Also ich finde das faszinierend, wie die Leute hier früher gelebt haben, die Mönche, wie die miteinander umgegangen sind und was hier abgegangen ist und so. Naja, das will man vielleicht gar nicht unbedingt wissen, aber
begeistert mich irgendwie. Viel machen kann man hier nicht. Also es gibt hier diesen Innenraum von dieser alten Ruine. Es gibt da hinten noch ein paar alte Mauern. Dazwischen ist dieses Feld. Es gibt da drin noch ein kleines Museum. Und da gibt es einen See, um den man in 20 bis 30 Minuten auch gemütlich rumgehen kann. Der Bereich rund um den See ist heute als Freizeitbereich gestaltet. Neben Anglern auf der einen Seite gibt es auf der anderen unter anderem Tretboote, Tischtennis, Minigolf und für etwas mehr Action sogar einen Kletterbereich. Ich gebe mich vorerst mit einem Eis zufrieden. Die Strecken zwischen meinen Zielen führen mich natürlich immer wieder auch durch Dörfer und Städte. Aber mit jeder Ansiedlung, die ich hinter mir lasse, merke ich, wie viel wohler ich mich in Gegenden fühle, in denen die Natur wieder mehr Raum bekommt. An meinem nächsten Ziel ist die Abgeschiedenheit sogar so groß, dass es hier weder Internet noch Telefonempfang gibt. Manchmal fühlt sich sogar das richtig gut an. Ich bin bei den Fosse Arthur. Die Fosse Arthur, deshalb, weil es Felsen sind, soweit ich weiß. Meine Information. Ich bin jetzt mit dem Bike unterwegs, aber hier ist gerade Schluss für mich, weil ich da nicht durchkomme mit meinem fetten Bike. Deshalb habe ich das jetzt gerade mal da geparkt und gehe jetzt das letzte Stück zu Fuß. Das war nichts. Hier bin ich komplett auf dem Holzpfad offensichtlich. Eigentlich sollte das in der Richtung sein, aber da komme ich nicht rüber. Da sind überall Kuhwiesen. Und insofern gehe ich jetzt wieder zurück zu meinem Bike und dann werde ich mal die andere Richtung fahren. Da sind sie doch, die Felsen. Ich war so begeistert vorhin von dem Waldweg hier, dass ich hier glatt dran vorbeigefahren bin. Ah, wie cool sieht das denn aus? Hier mitten im Wald, dieser riesige Felsen. Und das ist ja auch das Schöne hier eigentlich, ne? Werden diese Attraktionen nicht mit bunten, grellen Schildern und Pommesbuden, Eisdielen und so weiter gespickt, sondern irgendwann tauchen sie einfach auf. Oder man fährt dran vorbei. Die Fosse Arthur ist dieses gesamte Naturgebiet rund um diese beeindruckende Felsformation, die hier, mitten im Wald, fast ein bisschen fehl am Platz wirkt. Der gewaltige Sandsteinfelsen überragt das Tal der Sens. Und der Sage nach sollen König Artus und seine Frau Guenièvre hier in Höhlen gelebt haben. Oberhalb und rund um den Felsen gibt es zahlreiche Wege, die sich gut sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad erkunden lassen. Die Wege vom und zum oberen Bereich können allerdings stellenweise steinig und anspruchsvoll sein. Während meines Besuchs hier ist erstaunlich wenig los. Die Stimmung ist unglaublich ruhig. Und wer sich den Weg nach oben zutraut, wird mit einem tollen Blick über die umliegende Landschaft belohnt. Gemütlicher geht es an dem nahegelegenen See zu, der sich zu Fuß locker in etwa 15 bis 20 Minuten umrunden lässt, aber auch mehrere Möglichkeiten zum Verweilen bietet. Auch das Übernachten auf dem Parkplatz ist möglich. Einrichtungen gibt es hier allerdings keine. Nur eine Parkfläche inmitten schönster Natur. Das Reisen in der Normandie funktioniert auch in der Hochsaison ohne große Touristenansammlungen, wenn man bereit ist, die klassischen Sehenswürdigkeiten links liegen zu lassen und stattdessen den kleinen, verborgenen Schätzen dieser Regionen zu folgen. Wenn du noch mehr von der Normandie sehen willst, dann guck dir auch die anderen beiden Teile meiner Normandie-Reise an, in denen ich dich zu weiteren, faszinierenden Zielen in diesen Teil Frankreichs mitnehme.